Metal Gear Rising Revengeance, ein Spin-off von Metal Gear Solid 4, ersetzt das Stealth-Gameplay und die nicht enden wollenden Telefonkonferenzen gegen rasante Action, einzigartige Schneidemechaniken und die albernste Geschichte seit der letzten, in der Senseo Geht Schlima seinen Protagonisten in eine Mikrowelle steckt. Deswegen müssen wir hier auch das Kind von Sonic the Hedgehog und einem Verkaufsautomaten spielen. Und der existiert nur, weil jeder den Ninja gefeiert hat, der in Metal Gear Solid die Roboterkühe zerhackt hat. Und der wiederum existiert nur, weil alle Raiden in Metal Gear Solid 2 für einen femininen Schlaffi gehalten haben. Und Senseo ihn mit einer Überdosis Coolness injiziert hat, um es den Machos zu zeigen. Der Konvoi von Banana Obama hier wird angegriffen, während er durch die Farbpalette von 2009 fährt. Von einem Cyborg-Anime-Samurai und einer ganzen hervorragend organisierten Armee. High Heel Raiden beschützt den Präsidenten vor dem Bürgersteig und soll mit seinem fliegenden Schwert den Tag retten. Und das ist, was von seinem ersten Gegner übrig bleibt. Kein Wunder, dass die Bösen schon in den ersten 15 Minuten als Tutorial-Boss einen der namensgebenden Metal Gears losschicken. Während Cyborg Agent 47, bei dem man mit seinem Strichcode verrutscht ist, auf blutigste Weise Banana Obama entführt. Raiden rennt also Robo-Godzilla von einem Ende der Straße zum anderen hinterher, um ihm die Schienbeinschoner abzuschlagen, damit er nicht mehr so schwer ist und Raiden ihn durch die Luft wresteln kann, während er Rockmusik hört. Es folgt der obligatorische, der Boss ist zu groß, wir brauchen eine Plattformabschnitt, bevor Raiden über die verschossenen Raketen zum Metal Gear rennt, ihm mit seiner versteckten High-Heel-Klinge einen Arm abschneidet und dann einen Kirchturm hinunterrennt, um ihn mit einem Quicktime-Event zu halbieren. Dieses Spiel macht Quicktime-Events wieder spaßig, kann ich euch sagen. Das waren die wahrscheinlich unterhaltsamsten ersten 25 Minuten eines Videospiels, die ich je erlebt habe. Vin Diesel nimmt derweil den Zug und hält eine Rede über die wirtschaftlichen Vorteile von Krieg, bevor Banana Osama aussteigen muss. Und damit Raiden über das Spiel hinweg eine Lernkurve haben kann, wird ihm von Samurai erst einmal seine persönliche, körperliche und geistige Unterlegenheit aufgezeigt. Das sah er nicht kommen. Und jemand sollte ihm zur Hand gehen. In Wahrheit ist das aber nur sein Fetisch irgendwie. Also lässt er sich den Hintern liften, zieht sich eine Gaming-Maus an und besucht einen Kieferorthopäden, bevor er seine technisch verfeinerten Reflexe an einer Katze ausprobiert. Vergeblich. Stattdessen probiert er sein neues Flirt-Modul mit dem Kätzchen hier aus. So, did you want to save? Vergeblich. Raiden stellt also fest, dass er eher ein Hundemensch ist, bis er auf den mit Kettensägen ausgerüsteten trifft, seine Louis Vuittons zum Einsatz bringt und gegen den Roboter in den Kampf zieht. Vergeblich. Nach rund einer Stunde Spielzeit ist das Spiel hier zu Ende. Wenn man sich kein 16-minütiges YouTube-Tutorial darüber anschaut, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Ansonsten würde man wohl kaum die merkwürdige Block- und Kontersteuerung lernen, bei der man im richtigen Moment den Stick in Richtung des Gegners bewegen und einen leichten Angriff durchführen muss, während man sich gerade nicht bewegt, noch dazu. Das sind erheblich mehr essentielle Informationen als das hier. Außerdem sagt einem das Spiel auch nicht, dass man einen weiteren essentiellen Move, das Ausweichen, erst im Upgrade-Menü kaufen muss, von dessen Existenz man nicht einmal etwas weiß bis zum Ende des Kapitels. Von weiteren Feinheiten ganz zu schweigen, wie dem Bewegen im Klingenmodus, sodass man das Kästchen ankreuzen kann, um sich das Powerade aus dem Inneren des Gegners zu schnappen. Ich bin ja kein Fan von exzessiven, zumeist unnötigen Tutorials, die mich für blöd verkaufen wollen, aber gerade in einem Spiel mit so einer gewöhnungsbedürftigen Steuerung wäre mehr tatsächlich mehr gewesen. Oder man könnte die optionalen VR-Missionen zumindest von Beginn an zugänglich machen, anstatt sie als Sammelsachen im gesamten Spiel zu verstecken.
So einfach kann's gehen. Dafür ist es direkt danach umso schwerer, eine verdammte Brücke zu überqueren. Raiden, what's wrong? Raiden, what's happened? Raiden, respond. Raiden? Raiden! Dann sichtet Raiden endlich den Terroristenanführer Wodka Gorbatschow, nachdem er auf der Jagd ist. Und wow, Liebe mit seinem Schwert abwehrt. Wer weiß, was ihm sonst noch abgeschnitten wurde. In der Raffinerie werden mir dann die Grabscher vorgestellt, die ein perfektes Sinnbild zu Mistral darstellen, der Großnichte von Dr. Octopus. Ich wünschte, ich wäre das. Wenn man oft genug ihren Grabscherstab zerhackt, darf man sich auch eine Scheibe von ihr selbst abschneiden, bevor Wodka Gorbatschow sich dann selbst aus Liebeskummer in die Luft sprengt und Raiden damit bis nach Mexiko schleudert. Und um sein Trauma zu bewältigen, hat er jetzt selbst einen. An dieser Stelle sei gesagt, dass all der Sombrero-Schwachsinn und auch der ganze Rest beinahe nicht zustande gekommen wären. Nach Metal Gear Solid 4 wollte Senseo nämlich ein Raiden-Spin-Off, das seine Transformation erklärte, war dummerweise aber mit Peace Walker beschäftigt, weshalb er seinem Team eine Carte Blanche erteilte. Macht, was ihr wollt. Mitarbeitern, die teilweise bereits seit Jahrzehnten unter ihm und seinen speziellen Visionen arbeiten, in die eingebrannt war, wofür die Metal Gear-Reihe bisher stand und die mit dieser genehmigten Freiheit vollkommen überfordert waren. Über Monate hinweg traten sie auf der Stelle und konnten all ihre Ideen nicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Immerhin in einem Ansatz waren sie sich einig: Raidens Affinität für Schwerter, weshalb das ein essentielles Element des kommenden Spiels werden sollte und den ikonischen Klingenmodus ins Leben rief. Man konnte Gegner beliebig zerhacken, ohne großartige Kombotechniken, ebenso jede Menge Umgebungselemente, was man auch im Kampf sinnvoll einsetzen konnte, und natürlich Wassermelonen. Da hörte es dann aber auch schon auf. So weit war das Team gekommen. Und so wurde das Spiel auf der E3 2010 vorgestellt, als Metal Gear Rising. Ohne Story, ohne Setting, ohne Kontext. Als der Boss also mit seiner Arbeit am Peace Walker durch war und vorbeischaute, klingelten die Alarmglocken angesichts des fehlenden Fortschritts und vor allem der fehlenden Vision für das Spiel. Er selbst war mit Peace Walker DLCs und der Beaufsichtigung der HD Collection dummerweise immer noch zu beschäftigt, um selber einzugreifen. Aufgrund zurückliegender Erfahrungen, allen voran dem Chaos bei Twin Snakes mit seinen zahlreichen involvierten Parteien, war Kojima aber auch traumatisiert von der Arbeit mit externen Entwicklern. Doch die Zeit drängte und das gesamte Projekt stand kurz vor dem Aus. Also schlug er nach vielem Hin und Her Platinum Games vor und pitchte die Idee persönlich an deren CEO. Zurück in Mexiko rettet Raiden in der Kanalisation einen Jungen, den niemand versteht. Oh, maybe live on the street, they can escape from above, nah? Then this could need dressed like the mafia say. Besiegt Wasserflöhe mit Flammenwerfern, bevor er einen Pappkarton findet, wie er einst in einer berühmten Videospielserie verwendet wurde: Super Smash Bros. Und damit die geheime Forschungseinrichtung entdeckt. But first you need to take a dump. Wait, what? A dump? Hier werden die Hirne und Augen von Kindern entnommen, um sie in Futurama Einmachgläser zu legen, bevor man die Zeit findet, sie in einem Cyborg einzusetzen. Um mehr zu erfahren, steuert er einen Grabscher, der mit sehr menschlichen Problemen zu kämpfen hat. Und so herausfindet, dass der böse The Rock samt dem Rücken seines Vorgesetzten hier waren, um die Einrichtung zeitnah schließen zu lassen. Der Oberhoncho entpuppt sich als Senator Armstrong, der als Top-Kandidat für die Präsidentschaftswahlen 2020 im Gespräch ist. Die hat dann aber doch Joe Biden gewonnen. Hey Raiden, Elektrolyte sind doch dein Lebenselixier. Dann probier unbedingt mal Holy Hydration aus. Da sind jede Menge davon drin. Gepaart mit leckeren Fruchtgeschmäckern kannst du es dir also einfach machen und musst nicht mehr... Okay, du willst aber lieber das machen, hä? Naja, wenn du es dir anders überlegen solltest, mit dem Code LordofNerds5 kannst du 5 € bei deiner ersten Bestellung sparen. Der Spur nach Amerika folgend wird Raiden jedenfalls Opfer einer Verkehrskontrolle.
Startposition erreicht. Und er bezahlt seine Strafzettel immer sofort. Samurai verunsichert Raiden dann, indem er offenlegt, dass die ganzen Schnitzel hinter ihm auch nur Menschen sind, die den Job aus Verzweiflung, wegen Hunger oder Geldnot angenommen haben, deren Schmerzempfinden ausgestellt und deren Angst vor Nanomaschinen unterdrückt wird. Raiden ist doch nicht der Held, für den er sich gehalten hat. Emo Raiden, der von der Story des Games Kopfschmerzen hat, schlurft dann zum Hauptquartier der Schurken, wo ihn Buggy der Clown erwartet, der gerade Virtual Boy spielt und ein großer Fan von Memes ist. Now there's a pretty meme. Nein, nicht die. Auch wenn die en masse zu diesem Spiel entstanden sind. Er redet von der DNA der Seele, dem Willen und den Idealen, die wir vererben. Jack is back. Raiden zerlegt die Empfangsdame und nimmt die Treppe hinauf zur Chefetage. Auf seine Art. Bevor er einen Aufzug nehmen muss, der für deine Mutter entworfen wurde. Nach einem kleinen Boss-Rush-Modus, in dem er Buggy nach 15 Minuten nochmal besiegen soll, trifft er auf Vin the Diesel Johnson, der mit dem beeinflussbaren Cyborg-Kindergehirn kuschelt und sich hinter explosiven Schutzplatten versteckt. Doch einem Angriff von unten ist er nicht gewachsen, bei dem Raiden den Hubschrauberlandeplatz in 232 Teile zerlegt, bevor er aus The Dwayne ein 98-teiliges Gyros macht. Gut, dass die Bosse einen immer noch nach ihrem Tod für ein Pläuschchen anrufen können. So bringt das Team in Erfahrung, dass die Bösen es auf den Präsidenten abgesehen haben, der gerade auf dem Weg zu Verhandlungen in Pakistan ist. Um ihn rechtzeitig zu erreichen, müssen wir eine Raumfähre fliegen offenbar. Vorher müssen wir aber noch ein vorheriges Level rückwärts spielen. Metal Gear Rising war stets als Brücke zwischen Sons of Liberty und Guns of the Patriots gedacht. Platinum Games wollte sich aber nicht von deren Geschichten einschränken lassen. Wir sind doch unter uns. Ihr könnt ruhig zugeben, dass ihr sie einfach nur nicht kapiert habt. So geht's uns allen. Also einigten sich beide Parteien darauf, Rising nach Metal Gear Solid 4 anzusetzen, um es zum chronologischen Abschluss der Metal Gear Timeline zu machen. Ein größeres Problem stellte allerdings die Deadline dar. Es musste im Februar 2013 erscheinen und Verschiebungen waren ausgeschlossen. Um das Projekt in den nur knapp 2 Jahren erfolgreich abzuschließen, beschloss Platinum Games, das existierende Material von Grund auf in ihrer eigenen Engine neu zu bauen, damit sie mit 60 Frames per Second arbeiten konnten. Und der Rest war einfach, was Platinum Games konnte wie niemand sonst und was ihre Fans erwarteten. Plus überzogene ikonische Bosse und Codec-Gespräche natürlich. Um die Deadline aber treffen zu können, musste das Entwicklerteam priorisieren und auf eine ganze Reihe von geplanten Gameplay-Elementen verzichten. Die Zerstörung der Umgebung wurde stark zurückgefahren und ebenso der Ninja Run, der beispielsweise auch an Wänden hätte möglich sein sollen. Außerdem gehe ich stark davon aus, dass man spätestens nach dem Bosskampf gegen Monsoon gehörig die Spielinhalte kürzen musste. Was zumindest erklären würde, warum er und Mistral so schnell recycelt wurden und warum die folgenden Bosse ohne nennenswerte Leveldesigns dazwischen direkt aufeinander folgen. Na, ein großartiges Spiel auch mal in nur 4 Stunden zu beenden, ist ja auch mal schön. Ich fahr Motorrad, ja, das ist mein Traum. Weg vom Alltag, ab ins Chaosraum. Die Haare im Wind, auch wenn ich nen Helm trag. Motorradfahren ist mein Lebensschlag. Vor dem Stützpunkt mit der Raumfähre wartet aber Samurai, der einen formidablen Gegner abgibt. Ganz ohne zusätzliche Arme oder TNT-Platten. Nur ein Katana und der Sonnenuntergang. Weil er im Vergleich zum Rest noch die meisten seiner Originalteile behalten hatte. Raidens Aibo möchte derweil Sams Schwert behalten, das er auf den Flug in dem Space Shuttle mitnimmt, das Otacons Adoptivtochter gebaut hat.
Im Handumdrehen ist er also in Pakistan und trifft dort auch endlich die Vorderseite des Rückens. Senator Armstrong versteckt sich zunächst in seinem Metal Gear. Dann ist es aber Zeit rauszukommen, denn er will Raiden nur täuschen. Der Kerl ist selbst eine Tötungsmaschine. Also messert Raiden den Roboter und jedes andere Spiel wird augenblicklich schlechter, weil das darin fehlt. Raiden lockt den Senator heraus, um seine wahren Beweggründe aus ihm herauszukitzeln. I have a dream. Er möchte Amerika in die Anarchie stürzen, in dem jeder Mensch frei ist, das zu tun, das er möchte. Ein Amerika, das nicht gebremst wird von Bürokratie und verdummt durch Klatschnachrichten. Es wird Zeit. They'll make America great again! 3 Jahre vor Trumps Kampagne. Donald, du alter Zocker. Nanomachines, son! Raidens Schwert war ein erklärtes Werkzeug der Gerechtigkeit, also steigt Raiden auf Sams Schwert um. Denn This isn't my sword. Ich hoffe, du hast dir meine Worte zu Herzen genommen. oh, come on! Oh mein Gott, man kann die Poster ausziehen. Ich habe so viel tolle Spielinhalte verpasst. Und du wahrscheinlich auch. Wenn du also noch nicht genug von Raiden hast, dann bleib unbedingt hier im Zuhause deiner Videospielerinnerung und schau dir an, wie er es im PlayStation All-Stars Battle Royale geschafft hat.